Alright. Meine allererste Gravelbike-Tour. Ich muss sagen, ich habe versagt, Leute. Wind des Todes hier. Wir fahren auch hier komplett am Limit. Was mit dem Rennrad noch nie passiert ist. Und so könnt ihr ganz easy Pipi gehen, ohne alles ausziehen zu müssen. Leute, es ist endlich soweit, es ist der Tag der Tage gekommen. Meine allererste Gravelbike-Tour mit dem neuen Bike hier. Gestern war ich mal wieder so richtig geil Mountainbike. Und ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese kommende Bikesaison freue. Ich hoffe, euch geht's genauso. Heute wollte ich eigentlich wieder gehen, aber dann steht hier dieses Fahrrad. So ganz allein und traurig. Die ganze Zeit will ich das schon ausprobieren, aber irgendwie spielt nie das Wetter mit. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt beschlossen, es muss jetzt endlich gefahren werden. Vor allem nach 6 Monaten verschollen gewesen sein. Ich sitze schon wie auf Nadeln und bin einfach so gespannt, wie es sein wird, ob ich da einen krassen Unterschied zum Rennrad merke. Ihr wisst, ich fahre nur Flat-Pedale, aber da Klicks drauf. Ob es mir viel mehr Spaß macht, vielleicht auch gar nicht, das werdet ihr auf jeden Fall im Video erfahren. Und schreibt es mir auf jeden Fall mal gleich, seid ihr pro Gravelbike, pro Rennrad oder sagt ihr, für euch gibt es nur Mountainbiken? In diesem Sinne, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Bleibt dran, ich nehme euch mit. Los geht's. Wie man ganz easy Pedale abbekommt, seht ihr in diesem Video. Ich muss sagen, ich habe versagt, denn in dieser langen Zeit hätte ich genug Zeit gehabt, Pedale zu besorgen. Habe ich aber vergessen, weil ich es einfach gewohnt bin, dass ich prinzipiell Flat Pedals fahre. Am Rennrad fahre ich aber Klicks und deswegen will ich das jetzt am Gravelbike genauso machen, um einfach diesen besseren 1:1 Vergleich sozusagen zu haben. Sattel muss noch montiert werden und das machen wir jetzt mal. Dann gibt es noch einen Schwenk. Nächstes Thema, der Sattel. Ich entscheide mich jetzt für den gleichen Sattel, den ich am Rennrad habe. Wir wollten ja den 1:1 vergleichen. Wie viel bräuchte man dabei immer? 5 Hände. Alright. Jetzt geht es halt ums Setting, gell? Das perfekte Setting dafür. Gern mal Kommentare rein. Alright, Setup steht, jetzt muss ich mich nur mal umziehen und los geht's. Wir sind ready. Ich bin nervös. Und aufgeregt. Mal wieder die beste Ansicht von mir. Okay. Also bis jetzt grinse ich hier, weil irgendwie geil. Mein erster Eindruck ist mal viel mehr Komfort im Vergleich zum Rennrad. Bester Part ist schon mal, wenn man den Teil erreicht hat, wo keine Autos fahren. Immer so ein Lichtblick. Und Leute, ich habe gerade noch was festgestellt vorhin beim Losfahren. Ich habe da andere Gänge und so. Keine 2 Grenze vorne. Und ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Tatsächlich nur 1 und für hier 11 Gänge. Und es könnte nicht anders sein. Wind des Todes hier, immer gegen den Wind. Und lasst euch nicht vor dem Wetter täuschen. Sieht so aus wie Frühling und Sommer, aber ich bin echt warm angezogen, weil es ziemlich kalt ist. Trotzdem Sonnenschein, geil. Oh, das ist so nice. Wuhu. So Leute, aber ich habe es mir schon gedacht, trotz kühl ist mir jetzt trotzdem zu warm und bevor ich hier richtig zu schwitzen beginne, werde ich mal dieses Jersey hier ausprobieren, weil hier kann man einfach die Ärmel abzippen. Schauen wir mal, ob das so einfach ist, wie man glaubt. Schubs. Geil.
kann ich arbeiten. Jetzt weiß ich auch, warum ich die große Tasche dabei habe. Genau hierfür nehme ich. Erstens Snacks, zweitens aber auch hierfür. Wow, das wird schon ganz schön voll. Und ein Problem, was ich immer habe, ist die Nase läuft. Auch etwas, was mit dem Rennrad noch nie passiert ist. Freihändig fahren. So viel stabiler ist das Rennrad, würde ich mal sagen. Es rollt natürlich anders. Und jetzt kommt gleich mal so eine Schlüsselstelle, die ich tatsächlich mit dem Rennrad nie fahren konnte, weil Gravel. Und die fahren wir jetzt einfach. Da fahren wir rein in den schottrigen Boden und ich muss dazu sagen, der Komfort bleibt, man fühlt sich jetzt nicht durchgerüttelt und glaubt, man hat keinen Bandscheibenvorfall. Das ist geil. Das ist geil. Also mich fasziniert echt dieser Komfort. Also Roadbike ist halt echt hart, du spielst jede Bodenwelle. Und das, ich meine, eh klar, dickere Reifen schluckt einiges weg. Vollgas. Geil. Und dann gleich wieder ultra smooth am Asphalt. Ich meine, man muss halt wirklich dazu sagen, es ist halt geil mit Rennradreifen auf gelecktem, asphaltierten Boden. Hat man aber leider selten. Aber es rollt natürlich schon anders. Ich kann jetzt noch nicht sagen, das ist besser oder das ist besser, aber es hat halt schon mal seine Vorteile. Ich glaube, eigentlich wäre es gerade ziemlich wurscht, auf welchem Fahrrad ich sitze, weil es so geil ist. Bitte lass endlich den Frühling einkehren. Ich habe so abgeschlossen mit Winter. Alter Leute, dieser Wind! Oh Gott! Jetzt holt mir gleich LKW. Ich finde halt schon, das Gravelbike gibt einem mehr Sicherheit, weil ich mache jetzt einfach das da. Seht ihr gerade nicht? Ich fahre wieder so in den Schotter, dreckigen Straßenrand rein und das macht einfach nichts. Es ist einfach ein solideres Bike, ganz einfach. Hier komme ich mir sonst auch schneller vor, auch logisch. Es ist hart. Es ist hart. Wir fahren auch hier komplett am Limit. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 164 Puls. Das hier würde ich mit dem Rennrad niemals machen. Es ist so uneben hier. Fühlt man natürlich auch mit dem Gravelbike. Aber halb so wild. Also man kann mal diese Autos aus dem Weg gehen. So, das hier. Das hier. Ich habe mit dem Rennrad immer so zart drüber und hier easy. Schön verpackt. Ihr wisst Bescheid, mit Peaches-YouTube bekommt ihr 10% Rabatt bei YFood. Jetzt ist auf jeden Fall mal Snack-Time. Und weiter geht's. Wunderschöner Frühlingstag. Juhu. Weil es so schön ist, gab es jetzt gerade Pipi Break auch noch und an die Mädels da draußen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber absoluter Game Changer sind Bips, die man hier und hier seitlich abzippen kann und so könnt ihr ganz easy Pipi gehen, ohne alles ausziehen zu müssen. Super nice. Seht hier Reißverschluss, auf der anderen Seite auch und die kosten zwar einiges, was fies ist, dass man hier als Frau wieder tief in die Tasche greifen muss, aber
das ist es auf jeden Fall wert. Eins sage ich euch, Frühling steht auf jeden Fall vor der Tür. Hört ihr das? Vogelgezwitscher. Also ein paar Pros und Kontras. Roadbike versus Gravelbike kann ich definitiv schon feststellen. Mehr dazu im nächsten Video. Bock drauf? Ah, es ist kalt! Diese Downhill-Parts sind die schlimmsten. Es ist so kalt. Also hier muss ich sonst, glaube ich, gar nicht pedalieren. Und jetzt eigentlich die ganze Zeit. Hart, es ist hart, Leute. Ich schwöre euch, dieser Wind, er ist unnormal. Es macht echt gar keinen Spaß. Ich bin schon ganz von diesem Wind. Ätzend. Echt ätzend. Leute, ich habe es geschafft. Zwischendurch habe ich gar nicht mehr dran geglaubt. Alter, dieser Wind. Erstens mal macht's arschkalt. Meine Zehen wurden jetzt sogar kalt, das allererste Mal. Aber wenn du gefühlt einfach Vollgas gibst, andererseits tut sich nichts. Du bist so gebremst. Dennoch, Leute, erste Gravelbike-Tour hat mega Spaß gemacht. Schreibt mir gleich mal, welchen Content ihr mit dem Gravelbike sehen wollt. Ich habe da schon so ein paar Ideen, aber bin gespannt auf eure. Und im nächsten Video gibt es, glaube ich, so einen Vergleich Pro-Contra Rennrad-Gravelbike, weil das ist schon sehr interessant. In diesem Sinne, Leute, ich freue mich jetzt aufs Essen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen.